So, wir sind immer noch auf dem Herrera Camper in Mazarrón und hier habe ich zwei kennengelernt, die haben auch so ein bisschen besonderes Wohnmobil. Weiß gar nicht, ob man das als Wohnmobil bezeichnet, aber die Besonderheit, die werden die beiden uns jetzt hier mal erklären. Ja, hallo, wir sind Silke und Vivi. Wir haben hier einen Homer Wohnsattel, der ist in Deutschland hergestellt. Und da wir ein gemeinsames Hobby haben, nämlich das Motorradfahren, ganz spezielle Harley-Davidson, ist der Auflieger so gebaut, dass wir beide Motorräder auch reinkriegen. Es ist eine Sonderanfertigung, die es in Deutschland so zurzeit einmalig nur gibt. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Uns mal ein bisschen was zu deinem Motorrad hier. Ach, ja, also ich fahre ein Sondermodell von Harley, das ist eine Breakout und ja, bin damit sehr zufrieden und alle sagen, es ist ja ein Ladybike, weil es so eine schöne Farbe hat. Wie viel Kubik und PS und hat das Motorrad? Da muss ich immer wieder meinen Mann fragen, weil ich es immer wieder vergesse. Ich bin kein Zahlenmensch, muss ich gestehen. Schatze, erzähl du mal. Das ist eine CVO Breakout, die hat 1800 Kubik und serienmäßig 96 PS. Wir haben allerdings kleine Veränderungen vorgenommen. Es ist ein anderer Auspuff dran und der wird also auch noch mal ein paar PS bringen. Ja. Die ist ein bisschen tiefer gelegt, ideale Sitzposition für meine Frau und wir waren sogar schon damit von zu Hause aus am Nordkap. Oh, toll. Ja, und du hast ein etwas größeres Teil oder wie schätzt sich das ein hier? Oder? Ja, das ist eine Tourenmaschine, das ist eine Street Glide von 2019, auch in der Sonderausstattung, was die Farbe angeht und auch das Zubehör. Und die hat 1920 Kubik und eine ähnliche PS-Zahl wie die kleine. Ja. Eigentlich in unserer Garage. Ah ja, das heißt die Motorräder stehen sonst im Wohnraum. Genau, die stehen direkt im Wohnraum drin. Dann ist der Teppich weggerollt, wenn die Motorräder drin stehen. Dann stellen wir uns das ein bisschen wohnlich hin und dann können wir da drin wohnen. Prima. Ich habe gerade oder sehe, dass ihr ja keine fest eingebauten Möbel bzw. Sitzgelegenheiten habt, sondern ihr habt einfach Stühle reingestellt. Das geht deshalb nicht, weil ihr die Motorräder ja hier stehen habt. Ganz genau. Die Motorräder stehen hier komplett drin. Wenn wir die Motorräder raus haben, dieser Tisch ist an der Wand festgemacht. Ich brauche hier bloß das Bein losdrehen. Ja. Dann klappe ich den an die Wand und stelle die beiden Stühle auf und alles ist wohnlich. Ja. Und diese beiden Stühle, die habe ich hinten an der Klappe mit Airliner-Schienen festgemacht. Mhm. Die stehen dann immer aufgeklappt dran. Mhm. Und ich brauche dann bloß hinter die Motorräder, das sehen wir dann auch noch auf einem Bild, einen Tisch aufstellen und ich kann etwas trinken, etwas essen, wir können Fernsehen, wie auch immer. Ja, schön. So, jetzt sagst du. So, die weitere Besonderheit, wenn wir auf einem Campingplatz sind, haben wir natürlich ein Problem, unsere Lederklamotten und Helme und Stiefel und sowas zu lagern. Und da haben wir eine Besonderheit und das ist ein begehbarer Kleiderschrank. Den zeige ich jetzt mal. Ah ja. Der Traum einer jeden Hausfrau, die immer ganz gerne viel Platz für die Bekleidung braucht. Ja, aber bei euch in erster Linie für die Motorradkleidung. In erster Linie für die Motorradkleider und die Ständer, in die wir die Motorräder während der Fahrt einstellen, sind natürlich auch mit drin. Und Helme und ein bisschen Abstellraum braucht man ja auch. Ja, genau. Wir zeigen das mal. Du kannst oder ihr könnt hier hinten eine Klappe aufmachen. Das ist der hintere Bereich des Wohnmobils. Und dort könnt ihr dann die Motorräder einladen. Die stehen dann hier in diesem Wohnraum. Ein Motorrad steht direkt vom Kühlschrank. Ja. Und das zweite steht hier an der Seite. Ja. Und der Lenker von der zweiten geht also so weit über die Spüle auch noch mit. Ah ja, okay. Das ist also spitz auf Knopf. Ich habe an jeder Seite bei jedem Motorrad nur 1 cm Platz. Das ist alles genau ausgemessen und vorher berechnet worden von mir, weil wir vorher auch schon einen kleinen anderen Anhänger hatten, wo wir ähnlich wenig Platz hatten. Ja. Aber man sieht, dass wenn die Motorräder nicht da sind, haben wir hier ein Wohnmobil bzw.
ja, doch. Einen richtigen großen Wohnraum auch, ja. Großen Wohnraum mit allem drum und dran. Ja, okay. So eine wichtige Geschichte noch. Die Motorräder müssen ja verzurrt werden. Und da haben wir mit dem Chassis verbunden. Einmal hier einen Haken und dann hier außen auch. Und ich habe insgesamt an 6 Stellen die Möglichkeit, die Motorräder zu verzurren. Wenn wir hinterher auf dem Foto sehen, dass die in Ständern stehen, dann ist das nur eine Verzurhilfe. Ah, ja. Die Ständer braucht man eigentlich nicht. Wichtig ist aber, dass die richtig fest verzurrt werden. Und das ist so gefertigt, dass die am Rahmen, am Chassis mit eingebaut sind. Mhm. Nach was aussieht. Weil es Ja, das ist ja also vorne im vorderen Bereich des Mobils ist das Schlafzimmer und das Bad, wie man das so hier sieht. Und ja, das ist, wenn man so ein bisschen will, wie so ein Alkoven, ne? Oder ist Ja, das? wir schlafen im Alkoven. Ja, das ist der vordere Bereich, ja. Das Ganze ist ja so ein Auflieger oder wie nennt man das? Ja, das ist ein Auflieger. Wir sagen Wohnsattel dazu. Ja. Das kommt im Prinzip aus Amerika. Ja. Und das sind die, in Amerika nennt man die Fifth Wheeler. Ah ja. Mhm. Gut. Ja. So, jetzt gehen wir mal weiter nach hinten hin. Und Da haben wir einen Fehler gemacht. ach so, Wir hätten auch hier hinten eine große Tür einbauen lassen sollen. ja. Denn es ist jetzt so, wenn die Motorräder drin sind und wir unterwegs sind, dann kommen wir nicht an den Motorrädern vorbei. Dann müssen wir hier hinten einsteigen, Ach so. um zum Beispiel zu sitzen mit Tisch, Fernsehen zu gucken, zu essen oder irgendwas zu machen. Ja, ja. Wenn wir jetzt in Breisach oder Schutzklan oder beim Spätzle-Fritz sind und es ist schlechtes Wetter, dann müssen wir hier hinten natürlich rein. Ja, oder ihr müsstet die Motorräder erst ausladen, aber es ist ein relativer Aufwand. Nee, das wahrscheinlich. ist kein Aufwand, das geht auch schnell, Ja. nur das lohnt sich eigentlich nicht. Wenn wir mal für eine Nacht irgendwo stehen, dann kann es mal sein, wir waren in Norwegen, haben Ja. Regen gehabt, fahren wir ein Motorrad runter, decken das mit Planen ab und dann können wir uns auch innen bewegen. Ja, Aber wenn wir beide Motorräder drin haben, kommt man daran nicht mehr vorbei. Ja. Das heißt, wir müssen dann hinten sitzen zum Essen, Fernsehen, Trinken, wie auch immer. ich habe, also das hat man mich häufiger gefragt, wenn ich meinen Motorroller hinten in der Garage habe, riecht es nicht nach Benzin nachher im Wohnraum und Schlafraum? Überhaupt nicht. Nee. Das, was wir dieses Jahr einmal hatten, wir fahren ja gerne an den Farker See, da ist das größte Harley-Event Europas und da haben wir vorher neue Reifen gehabt, Ja. auf beiden Motorrädern. Und da hat es ein bisschen nach Gummi gerochen. Ja, okay. Aber Öl- oder Benzingeruch ist überhaupt nicht da. Nee. Und wir haben ja auch in dem Schlafraum und zum Bad hin auch 2 Türen. Ja. Die können wir dann zur Not schließen, wenn wir das Gefühl haben, es würde riechen. Ah ja, Aber das, und wir riechen es also, wir riechen da nichts. gut. Ich habe auch nichts gerochen, als ich vorhin reingehe. Die Motorräder waren allerdings ja auch nicht drin, Nein. aber trotzdem, Aber- man würde ja sonst vielleicht immer also- riechen, nach irgendwas Ja, riechen also dann. wir sind schon sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Wir haben das Ding jetzt 3,5 Jahre Ja. und haben auch schon etliche Nächte mit den Motorrädern oder bei den Motorrädern geschlafen. Ja. Wir haben da nie Probleme gehabt. Ja. Wobei wir aber auch immer ein paar Sachen, wir haben die Seitenfenster immer auf Kipp und die Dachluken auf. Von daher gesehen kann da auch eigentlich nichts passieren. Aber wie gesagt, uns ist aufgefallen dieses Jahr das erste Mal mit neuen Reifen, die haben natürlich fürchterlich gerochen. Ja. Jetzt sag noch mal ein bisschen was zu den technischen Daten, das heißt Gewicht, Größe. Also der Hersteller baut den in unterschiedlichen Längen. Wir haben jetzt eine Länge von 8,90 Meter oben und unten von 5,90 Meter. Ja, Die zulässige Achslast ist 3,5 Tonnen ja, und wir haben 700 auf dem Pickup. Das heißt, das ganze Fahrzeug hat 4,2 Tonnen, ja, inklusive der Motorräder. ja. Wobei ich sagen muss, dass wir damit immer schon ziemlich am Limit sind. Ich sehe immer zu, dass die Motorräder maximal auf Reserve betankt sind. Ja, Und Wasser können wir vielleicht 50, 60 Liter mitnehmen, ja. weil die Motorräder wiegen 800 Kilo. Oh, ja, So, das heißt also die große 420, die kleine 380 Ja. und da sind wir schon, das ist schon ein unheimliches Gewicht. ja, Und von daher gesehen, ich habe zwar auch Lithium, sodass es nur eine Batterie ist, aber wir sind mit dem Gewicht am Limit. okay. Und der Ranger darf in der normalen Ausführung 690 Kilo Gehen wir noch mal auf dem Pickup haben. Ja. Und ich habe da das erhöhen lassen auf 800 Kilo in Verbindung mit anderen Felgen, sodass ich ein bisschen höhere Tragkraft habe. Das ganze Gespann
darf offiziell nur 6,7 Tonnen haben. Aber da muss die Polizei jetzt erstmal drauf kommen, weil ich habe alles eingetragen und dann müssen wir erstmal anfangen zu rechnen. Aber wir sind auch noch nicht angehalten worden und ich sag mal 5 oder 10% überladen ist ja scheinbar, geht ja scheinbar noch straffrei. Von daher gesehen sind wir da im relativ grünen Bereich. Gut. Also wenn wir das jetzt aufhaben, da könnte man also jetzt von innen auch sehen, wie die Motorräder dann stehen, wenn sie drin sind. Und das ist der Nachteil, wo ich im Nachhinein, stellt man das ja meistens erst fest, einen Fehler gemacht habe. Ich hätte hier noch eine größere Tür reinmachen lassen, das kann man aber auch nachträglich noch und dann auch mit dem Einstieg, sodass man da immer klarkommt. Okay. So, und jetzt mache ich das gleich mal runter, dann können wir da noch was tun. Ja. Wobei Frauchen das bestimmt jetzt nicht so gut findet. Warum? Ja, das sind immer so Rumpelkammern. Ne? Och, nee. Ich halte mal die Leiter fest, ne? Okay. Ja, das ist die Laderampe, wenn man so will. Oder? Ja, das ist die Rampe zum Auffahren. Ja. Hier hinten lege ich noch ein Riffelblech hin, Ja. damit ich diesen kleinen Absatz auch überbrücke. Ja. Und das, was man hier sieht, das kann ich jetzt noch absenken auf das Niveau von dieser Klappe, sodass ich dann eine sehr schräge Auffahrt für die Motorräder habe. Denn die Harleys haben ja bekanntlicherweise eine sehr geringe Bodenfreiheit. Genau. Und das ist alles mit dem Hersteller so, ja, die Idee kam von dem Hersteller, weil ich habe gesagt, die Motorräder müssen direkt auf der Achse stehen, weil sonst schleudert das Ding wie ein Lämmerschwanz. Und das war uns zu gefährlich und wir kannten das von einem anderen Anhänger, wo es auch auf der Achse stand und es ist super. Ich könnte mit dem Ding auch 120, 130 fahren. Nicht los. Eine Besonderheit, die wir uns hier gegönnt haben, ist die Toilette von Cinderella. Diese Toilette wird in Norwegen gebaut und wir sind da bestens mit zufrieden. Vor allen Dingen, weil das ist ja meistens Männersache, mit dem Entleeren. Ja. Und das braucht man hier nicht. Man macht den Deckel hoch, dann meldet sich die Toilette. Die Toilette hat einen Trichter und in diesen Trichter legt man einen Pergamentfilter macht den Rand runter, Ja. macht sein Geschäft, Ja. ob groß und klein, Ja. den Deckel zu, Ja. drückt auf den Knopf, der Beutel fällt nach unten in ein gusseisernes Gefäß Ja. und nach circa 5 bis 7 Sekunden beginnt der Verbrennungsprozess. Aha. Und der dauert ungefähr, ich sage jetzt mal 1,25, 1,5 Stunden Ja. und man braucht ungefähr 150 Gramm Gas. Aha. Das heißt, das wird verbrannt über dein Gas, was du im Wohnmobil hast. Ganz genau. Und du hast am Ende nur Asche, die du entsorgen musst. Ja, und das ist der Vorteil. Ja. Die Asche kann ich nämlich überall entsorgen. Ja. Die kann ich auch in der freien Natur entsorgen, was wir natürlich so nicht machen. Nee. Aber man könnte das machen. Ja. Und wenn ich Fäkalien irgendwo einbuddel oder sonst irgendwas, da habe ich mich schlau gemacht. Das ist also in Norwegen eine sehr teure Sache, wenn man dabei erwischt wird. Ja. Das kostet 5.000 Euro. Und man kann das Pech haben, dass man lebenslanges Einreiseverbot hat. Oh. Und das war für uns ein Kriterium mit, diese Cinderella-Toilette mit einzubauen. Ja, okay. Die ist zwar sehr teuer, aber für uns erfüllt sie super ihren Zweck. Ja, okay. Ja, du hattest gesagt, sehr teuer. Sag mal einen Preis. Ja, seinerzeit hat sie mit Einbau 5.000 Euro gekostet. Ja. Ich weiß, ein Bekannter von mir, Mika Caravan, kann ich auch gleich mal Werbung für machen. Ja. Ein toller Laden. Da gibt es die im Moment für 4.000 Euro. Ah ja, okay. Aber wie gesagt, unser Fahrzeug ist ja auch schon 3,5 Jahre alt. Ja. Damals waren die Preise noch ein bisschen anders. Okay. Kann losgehen.
So, die Entscheidung für diesen Wohnsattel in Verbindung mit dem Ford Ranger oder Dodge Ram oder was auch immer da vorkommt, ist deshalb so gefallen, weil wenn wir ein großes Wohnmobil haben, wo wir auch die beiden Motorräder reinstellen können, dann haben wir immer das Problem, fahren wir mit dem Wohnmobil einkaufen, wenn es regnet, oder fahren wir im Regen mit den Motorrädern. Und bei unserem Gespann ist es so, uns kann das Wetter nicht trüben, wir können auch bei Regen einkaufen fahren. Und so wie es hier auf dem Platz ist, die Nachbarn haben kein Fahrzeug mit, dann nehmen wir die natürlich auch mal mit. Ja, das ist gut, ja. Wunderbar. Ja, dann sage ich recht herzlichen Dank an euch beiden. Freut mich, dass ich euch kennenlernen durfte und dass ihr so nett wart und mir alles gezeigt habt. Ich wünsche euch weiterhin immer eine gute Reise und irgendwann kreuzen sich unsere Wege wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye. Bye Bye.